Liebe Zuschauer, ich lade Sie nun zu einer Fahrt mit der Thüringer Waldbahn ein. In Gotha erwartet uns als Reiseleiter der Schauspieler Peter Bause. Herzlich willkommen in meiner Heimatstadt Gotha, liebe Zuschauer. Ich freue mich, Sie gleich bei einer Fahrt mit der Thüringer Waldbahn begleiten zu können. Als Schauspieler vom Berliner Ensemble kommt man natürlich weit herum. Und umso aufregender ist es für mich, wieder einmal in meiner Geburtsstadt Gotha zu sein. Und falls Sie auch einen Gothano-Wermutwein vor sich haben, umso besser und dann mal los. Rund 58.000 Einwohner hat Gotha heute. Diese über 1200 Jahre alte Siedlung am Fuße des Thüringer Waldes bietet vieles Sehenswerte. Allerhand Bauten des höfischen, des kirchlichen und bürgerlichen Barocks sind erhalten geblieben und zieren restauriert das Stadtbild von Gotha. In letzter Zeit hat sich die alte Stadt weiter verjüngt. Neue Häuser passen gut zwischen die modernisierten Veteranen einer wechselvollen Baugeschichte. Hier am Bahnhof beginnt die fast 22 Kilometer Strecke der Thüringer Waldbahn. Für unsere Sonderfahrt haben wir uns den Traditionszug von 1928 gemietet. Fast 3 Millionen Fahrgäste benutzen jährlich die Züge zum und vom Wald. Die ersten 5 Kilometer teilt sich die Thüringer Waldbahn die Gleise mit den Stadtlinien und umrundet dabei den historischen Stadtkern. Noch jemand guten Tag? Einmal Tabatz, bitte. Eine Mark 30, bitte. Vielen Dank. Dankeschön. Noch jemand? Ja, meine lieben Zuschauer, seit der Eröffnung der Thüringer Waldbahn Ende der 20er Jahre kostet eine Fahrt nach Tabatz 1,30 Mark. Dafür erlebt man etwas inzwischen völlig Einmaliges. Wegen der gestaffelten Preisstufen wird hier noch vom Schaffner kassiert. In der Mehrzahl sind Urlauber und Touristen die Fahrgäste. Oder Kinder auf Entdeckungsreise. Für mich als Junge gehört das jedenfalls zu den großen Erlebnissen, wenn Mutter mit mir die Rutsche, so nannten wir die Thüringer Waldbahn, bestieg und wir dann aus der Stadt hinausrollten. Hatten wir den ersten Anstieg genommen und wackelten Richtung Stadtrand, begann für uns Kinder das Abenteuer des Schienenschranks. Für Generationen ein Erlebnis, mehr oder weniger. Manches links und rechts der Linie hat sich äußerlich kaum verändert. Durch den Ortsteil Sundhausen hindurch, nach der Haltestelle am Anger, verlassen wir wie einst das Stadtgebiet von Gotha.
Doch rollen wir erst mal rund 60 Jahre zurück, als diese Bilder am 17. Juli 1929 gekurbelt wurden. Dank einstiger rühriger Stadtväter und der weitsichtigen Interessen einer Elektrizitätsaktiengesellschaft war die Residenzstadt des verhältnismäßig unbedeutenden Herzogtums Gotha 1894 die 7. deutsche Stadt, die eine elektrische erhielt. 1911 vereinbarten dann Herzogtum und AEG den Bau der Thüringer Waldbahn, doch komplizierter Landerwerb und schließlich der Erste Weltkrieg, später die Krisenjahre verzögerten die Fertigstellung der Überlandbahn. Seit diesem 17. Juli 1929, 14:30 Uhr aber, rollt sie nun hier entlang. Stündlich geht es zwischen 4 und 23 Uhr hin und her. Die erste Sehenswürdigkeit an der Strecke bietet heute wie damals Boxberg. Das volkseigene Gestüt züchtet Pferde der Rasse englisches Vollblut. Die Rennbahn lädt seit 1878 regelmäßig zu Flach-, Hürden- und Jagdrennen ein und bietet auch Reittouristik und Kutschausflüge. Unsere Fahrt geht weiter hinein in den Thüringer Wald, erstmal bergab. Gemeinsam mit dem Bach Hörsel unterqueren wir die Autobahn Eisenach-Hermsdorfer Kreuz auf 1000 mm Spurweite. Gemächlich bis zügig geht es nach Süden, dem Thüringer Wald entgegen. Viele Ansichtskartenmotive und manche Sehenswürdigkeiten tauchen auf und regen zum Aussteigen an. Schon gleiten wir durch das Dorf Wahlwinkel. Nicht weit und wir überqueren die Reichsbahnstrecke Fröttstedt-Friedrichroda. Erreichen das Gleisdreieck, wo wir unsere Reise vorläufig unterbrechen. Hier treffen sich die Bahnen, um auf der meist eingleisigen Strecke aneinander auszuweichen. Hier kann man auch umsteigen, wenn man in das 1,5 Kilometer entfernte Waltershausen fahren will. Oder man kann baden gehen. Denn gleich neben dem Gleisdreieck liegt diese erfrischende Oase von Waltershausen. Ein anderes Waldbad lädt einige Haltestellen weiter bei Friedrichroda ein. Für die Erfrischung der Fahrgäste ist also sommers gesorgt. Doch wir sind umgestiegen am Gleisdreieck und nach Waltershausen gefahren, einem Industriestädtchen am Nordrand des Thüringer Waldes. Unser Traditionszug ist inzwischen nach Schnepfenthal weitergefahren. Dieses Dorf, heute Ortsteil von Waltershausen, beherbergt seit über 200 Jahren ein Erziehungsinstitut besonderer Art, das der humanistische Pädagoge Christian Gotthilf Salzmann gegründet hatte.
Das einzige Philanthropinum ist in seiner ursprünglichen Gestalt erhalten und wird heute als erweiterte Oberschule des Kreises Gotha genutzt. Johann Christoph Friedrich Gutsmuth war seit 1875 der bedeutendste Lehrer hier. Er gilt auch als Begründer der modernen Gymnastik und des Schulsports. In Schnepfenthal kann man den denkmalgeschützten ersten deutschen Turn- und Gymnastikplatz von Gutsmuth besichtigen. Sitzt auf! Und wie diese Salzmann-Schüler auch benutzen. Die meisten der urigen Übungen sind überliefert. Den Knaben von heute macht es Spaß und Mühe, in historischem Gewande stilgerecht die Aufgaben zu erfüllen. Hinter Schnepfenthal bietet die Thüringer Waldbahn eine weitere Abwechslung. Sie fährt ein Stück neben der großen Schwester Eisenbahn her. Unterhalb dieser Strecke liegt Schloss Reinhardsbrunn. Das ehemalige herzogliche Jagdschloss, gebaut auf 900-jährigen Klostermauern, dient heute als Reisebüro-Hotel. Nun ist fast der höchste Punkt der Strecke erreicht. Friedrichroda, das seit 150 Jahren Urlauber beherbergt. In der Nähe gibt es einen Anziehungspunkt besonderer Art, das Naturdenkmal Marienglashöhle. In diesem alten Bergwerk wurde einst Gips abgebaut. 1784 entdeckten Bergleute diese einmalige Kristallgrotte, die zu den größten Europas zählt. Was hier glitzert und schimmert, ist Gips, den die Natur so geformt hat. Einst wurden diese kristallartigen Gebilde zum Schmücken von heiligen Marienbildern verwendet, deshalb der Name Marienglas. Draußen hat ungeduldig unser Sonderzug der Thüringer Waldbahn gewartet. Weiter geht die Fahrt durch den landschaftlich reizvollsten Teil. Hier rückt der Wald ganz nah heran. Nun spürt man schon die Berge. Nur einige tausend Meter noch und das Ziel ist erreicht. Nach gut einstündiger Fahrt auf 21,7 Kilometer sind wir in Tabarz. Von diesem herrlich gelegenen Ferienort aus führen viele Wanderwege hinein in den Thüringer Wald, hinauf zum großen Inselsberg und hinüber zum Rennsteig. Ja, liebe Zuschauer, unsere gute Thüringer Waldbahn haben wir verlassen. Sie ist schon wieder unterwegs, zurück nach Gotha. Und nun erleben wir in Tabarz das, was zu diesem schönen Teil unserer Heimat gehört. Thüringer Gastfreundschaft. Zum Wohl. Ich hoffe, meine Einladung hat Ihnen Spaß gemacht, liebe Zuschauer. Wie wäre denn einmal eine echte, erlebnisreiche Fahrt mit der Thüringer Waldbahn?